Wir bei Mindnap legen großen Wert auf die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Wenn du dich auch fragst, worauf man beim Produzieren von Filmen und Videos achten kann, um sie grüner zu gestalten, bleib jetzt dran. Denn in diesem Video möchte ich dir zeigen, wie wir an das Thema herangehen und vielleicht ist ja auch für dich die ein oder andere Inspiration dabei. Herzlich willkommen bei Mindnap, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen wollen. Du bist neu hier? Dann unterstütze uns mit einem Abo und aktiviere die Glocke, um regelmäßig Tipps und Tricks zum Thema Videomarketing zu erhalten. Bei der Produktion von Spielfilmen oder Serien sind Dutzende von Menschen im Einsatz. Es werden Szenenbilder gestaltet oder Sets im Studio gebaut und es werden viel Strom und andere Ressourcen eingesetzt. Um den CO2-Fußabdruck der Branche zu reduzieren, wurde das Green Motion Label entwickelt, das einige Standards setzt, die teilweise verpflichtend eingehalten werden müssen, wenn eine Produktion zum Beispiel Filmförderung erhalten möchte. Für die Produktion von Marketingvideos und anderen Unternehmensfilmen, wie wir sie produzieren, sind viele der Regelungen aber nicht anwendbar oder haben wenig Auswirkungen. Deshalb haben wir uns einmal angeschaut, welche Möglichkeiten es gibt, auch in unserem Bereich nachhaltiger Filme zu produzieren. Es gibt nur zwei Arten, den CO2-Ausstoß bei der Verwendung von Strom zu reduzieren. Erstens die Verwendung von Ökostrom und zweitens den Stromverbrauch grundsätzlich reduzieren. Für uns bedeutet das zum Beispiel, dass wir schon vor längerem auf energiesparende LED-Lampen umgestiegen sind und erst im letzten Jahr haben wir unseren Datenserver auf eine deutlich energiesparendere, modernere Technik umgestellt. Auch wenn die Anschaffungskosten höher liegen, sparen wir so auf lange Sicht sogar bares Geld. Und wir nutzen Strom, der zu 100% aus erneuerbaren Quellen stammt. Natürlich laufen Kameras mit Akkus. Aber auch für alle anderen Geräte, die mit normalen Batterien betrieben werden, nutzen wir wiederaufladbare Akkus. Und das würde ich auch grundsätzlich empfehlen. Aus der Erfahrung kann ich dir sagen, dass es sich hier lohnt, in Qualität zu investieren. Denn eine Sorge ist natürlich, dass ein Akku im laufenden Betrieb den Geist aufgibt. Und das willst du unbedingt vermeiden. Gute Erfahrungen haben wir mit Akkus der Marke Eneloop gemacht. Und wenn die Laufzeit besonders kritisch ist, wie bei Livestreams zum Beispiel, lohnt es sich definitiv, den Ladestand vor dem Einsatz zu prüfen. Das Leihen von Technik ist in der Filmproduktion weit verbreitet. In allen großen Städten gibt es Verleiher für Kameras, Lampen und Co. Darüber hinaus kann es aber auch sinnvoll sein, sich mit anderen Filmern zusammenzutun und sich gegenseitig mit Technik auszuhelfen. Und auch online gibt es einige Angebote für das Leihen von Filmtechnik. Besonders wenn es Dinge gibt, die man nur sehr selten braucht. Denn jedes Gerät, das nicht hergestellt wird, spart 100% der nötigen Energie und Rohstoffe bei der Produktion ein. Und ganz nebenbei sparst du dir auch 100% der Anschaffungskosten. Apropos kaufen. Auch wenn es häufig etwas oder sogar deutlich teurer ist, macht es aus Sicht der Nachhaltigkeit ganz oft Sinn, hochwertige Technik bekannter Hersteller zu kaufen. Die kann man dann länger einsetzen und hat eine größere Chance, Ersatzteile zu bekommen, wenn mal etwas kaputt geht. Und das sind auch zwei Aspekte, die wir grundsätzlich versuchen umzusetzen. Technik, solange es geht, einzusetzen und wenn möglich, zu reparieren. Und wenn man sie nicht mehr braucht, kann man sie weiterverkaufen oder zum Recycling bringen. In der Filmproduktion werden klassischerweise Drehbücher, Konzepte, Dispos und andere Dokumente in Papierform eingesetzt. Um das zu vermeiden, setzen wir auf die Cloud-Services von Google. Und auch wenn es darum geht, Angebote oder Rechnungen zu verschicken, arbeiten wir überall, wo es geht, ohne Papier. Dabei hat das cloudbasierte Arbeiten auch noch eine ganze Reihe positiver Nebeneffekte. Informationen sind immer aktuell, man kann von überall aus arbeiten und es gehen keine wichtigen Informationen verloren. Aber Vorsicht, wenn du befürchtest, am Drehort kein Internet zu haben, mach deine Drehdokumente vorher offline verfügbar. Auch wenn für einen Imagefilm weniger Crew notwendig ist als für einen Spielfilm, kann bei Reisen viel CO2 anfallen. Deshalb vermeiden wir zum Beispiel Flüge, setzen auf Elektromobilität, buchen Freelancer möglichst lokal am Drehort und kompensieren den CO2-Ausstoß, wenn es gar nicht anders geht. Denn häufig gibt es bei Filmen einfach sehr viel Technik oder andere Dinge zu transportieren und auch Personen müssen von einem Ort an den anderen. Und auch bei Übernachtungen gibt es Hotels oder Apartments, die entsprechende Siegel zum Thema Nachhaltigkeit haben. Das Thema Reisen ist natürlich sehr individuell und hat auch viel mit Komfort und Angebot vor Ort zu tun. Wie du das letztendlich umsetzen willst, das bleibt natürlich jedem selbst überlassen. Aber Reisen sind ein Thema, das viel Energie verbraucht und damit großes Potenzial zur Einsparung bietet. Auch beim Film.
Bei Dreharbeiten ist es in der Regel nicht möglich, mittags einfach mal essen zu gehen, sodass Verpflegung in Form von Catering an der Tagesordnung ist. Worauf man aus unserer Sicht verzichten kann, ist Einweggeschirr. Außerdem sind Mehrwegpfandflaschen eine gute Option und zumindest bei unseren Produktionen bieten wir immer auch vegetarische Optionen fürs Essen an. Und was dabei an Müll anfällt, sollte man getrennt sammeln und selbstverständlich nicht achtlos in die Natur werfen. Manche der Punkte aus diesem Video sind erstmal ziemlich unabhängig von der Filmproduktion und viele von uns achten ja auch längst darauf. Komischerweise denken wir aber gerade bei Filmdrehs gelegentlich, dass manches nicht so eng gesehen werden muss. Schließlich dreht man ja nicht jeden Tag einen Film und Einwegbatterien, einzeln verpackte Schokoriegel und das ausgedruckte Drehbuch sind einfach super praktisch. Und überhaupt, welchen Unterschied machen schon 100 Blatt Papier? Trotzdem glaube ich, dass wir gemeinsam eine Verantwortung dafür haben und auch bei der Filmproduktion auf Nachhaltigkeit achten sollten. Deshalb hoffe ich, dass ich mit diesem Video dir vielleicht die eine oder andere Inspiration geben konnte, wie du auch bei deiner nächsten Produktion noch nachhaltiger vorgehen kannst. Wenn du mehr über das Thema erfahren möchtest und dich tiefer einlesen möchtest, schau dir mal die Webseite des Green Motion Labels an, was ich am Anfang erwähnt habe und dir in der Videobeschreibung verlinkt habe. Wie hat dir dieses Thema gefallen? Fehlen dir irgendwelche Punkte oder hast du noch andere Ideen, wie man Filme nachhaltiger produzieren kann? Dann schreib uns deine Gedanken in die Kommentare. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video von MindNet. Mit Videos mehr erreichen.